Heavenly Father, thank you for bringing us together this morning. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen können. Please prepare our hearts to learn and to obtain something from this meeting. Bereite unsere Herzen vor, dass wir lernen und dass wir aus diesem Treffen etwas mitnehmen können. And give us a productive day after. Gib uns einen produktiven Tag danach. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay. Odilio, will you give us a summary of what we did yesterday? Eine Zusammenfassung von Odilio. Talk much about Napoleon. Wir haben viel über Napoleon gesprochen. Is that the summary? Can find my notes. Okay. Ich kann meine Notizen nicht finden. Maybe someone could help me out. Jean-Marc, will you help your brother? Jean-Marc, würdest du bitte aushelfen? What did we talk about yesterday? Worüber haben wir gestern gesprochen? We talked about Napoleon Über Napoleon. and That we already knew now. yeah, That's what Odilio already told us. about You don't remember either. It was too early in the morning. We all were sleepy. Mama, willst du sagen, uns eine Zusammenfassung? Okay. Clayton, you want to try? I left my notes at home, but Clayton hat seine Notizen zu Hause gelassen. you know the main point that I think that I pulled out of it was the name, and that was from the summary from the day before, which I wasn't here. Der So Name war wohl das Wichtigste für mich. Okay. Then we'll go on, Vadim. she has the best notes usually. He can So back that's her why up. we go last to her. So we spoke about Napoleon. Yeah, you should. Oh man. You're French. Okay. And which is he was. We saw also that he was the man from Naples, and his actual meaning, Napoleon Bonaparte, means the man of the new city, which is the good solution. Also nochmal, Napoleon Bonaparte ist der Mann der neuen Stadt, welcher eine gute Lösung ist. He was loved by the people throughout his victories, Während seiner Siege wurde er vom Volk sehr geliebt, the same as Caesar. genauso wie Cäsar. In the 9th of November in 1799, he attempted to become a dictator, Am 9. November 1799 hat er versucht, Diktator zu werden, but he was only the first consul at that point. aber er wurde nur erster Konsul zu dieser Zeit. Between 1802 and 1804, Zwischen 1802 und 1804 he centralized the power upon himself, hat er die Macht auf sich selber konzentriert finally becoming the dictator in 1804. und wurde 1804 letztlich Diktator. He received then the crown of the emperor. Er hat dann die Krone der Kaiser bekommen. He actually received it, but he crowns himself. Er hat sie bekommen, aber letztlich sich selbst gekrönt. And it should be mentioned that it was not the crown of the Holy German, Holy Man, Roman. Roman Empire of Germany. man soll auch erwähnen, es ist nicht die Krone des Heiligen Römischen Reiches. Also, he was not interested in religion, An Religion hatte er kein Interesse, but he used religion because he knew that like this he can win the sympathy of the people. er hat sie aber benutzt, weil er dadurch die Sympathie des Volkes gewinnen konnte. And one thing which is interesting before him becoming emperor Eins ist sehr interessant, bevor er Kaiser wurde, is that first he had reached up to the civil power, dass er zuerst die staatliche Macht im Auge hatte
conquer the civil power which was in Austria, um sich zu sichern. Die war nämlich in Österreich. and also conquer the spiritual power which was in Rome. Und er wollte sich auch die geistliche Macht sichern, die in Rom war. Also in 1806 he created the Ring Confederation, Im 1806 hat er Die Rheinkonföderation. die Rheinkonföderation gebildet. with which he begins a reorganization of the empire. Und dadurch hat er das Kaiserreich oder das Reich reorganisiert. It should be noted also that he conquered most of the Germanic nations, Er hat die meisten der deutschen Nationen oder Staaten neu geordnet. but Prussia and Austria were not completely his. Aber Preußen und Österreich haben nicht komplett zu seinem Herrschaftsbereich gehört. And finally, he will have a war between Prussia, Russia. Dann gab es noch einen Krieg zwischen Preußen, Russland und einigen anderen, Austria and Sweden Österreich und Schweden, in October 1813. im Jahre 1813 13. im Oktober. It is called the Battle of Leipzig. Das ist die Schlacht von Leipzig. He will lose that battle Die Schlacht hat er verloren, mainly because the Ring Confederation is going to betray him. weil die Rheinkonföderation ihm in den Rücken gefallen ist. Also, he will be deposed as emperor, Er wurde als Kaiser abgesetzt and he was sent to Corsica. und nach Korsika gesandt. But finally, he'll come back to Paris with a big army, Aber er ist nach Paris mit einer großen Armee zurückgekehrt. and again he will lose in 1815 at Waterloo. Und im Jahr 1815 hat er in Waterloo dann nochmals verloren. He'll be then sent in exile in St. Helena, Er ist dann ins Exil nach St. Helena gekommen where he is also gonna die. und dort ist er gestorben. Yeah, that's quite. Thank you very much. Vielen Dank. So for Gabi, we make it a little more difficult. Was ist ein Konsul? Was hat der für Aufgaben? Okay, the question is, what is a consul? What are the no, I won't forget. What is the work of a consul? Welche Aufgabe hat ein Konsul? Maybe somebody can help us. Can somebody find something? Look up. Okay. An official appointed by a government to live in a foreign city and protect and promote the government's citizens and interests there. So it's the same as an ambassador. Ja. Also, Also quasi ein Botschafter. es kommt vor wie als ein Botschafter, ja. Ja, wie ein Diplomat. Ja. What's the first consul? Oh, if you type in first consul, it immediately pops up Napoleon. Wenn man den ersten Konsul ins Internet eingibt, landet man sofort bei Napoleon. Hat dir das weitergeholfen? Actually, it's because it says here that it's kind of president. He has the supreme civil and military authority under the Roman power. Okay. And I don't know, as Napoleon wanted to become as a Roman, so maybe he had the same stuff. Same things. Yeah. Here it says French consulate. The consulate was the top level government of France from the fall of the Directory in the coup of 10th of November 1799. So he's the head of the empire, but in a different way. Ja. Also es ist der Kopf des Staates, speziell im französischen Gebrauch. Gebiet. Gebiet. Präsident. Okay, we'll go back to Gabi now. Und jetzt zu Gabi. It's a while ago that we did like a
comparison between Charles the Great, Otto the Great, and Clovis, I think. Es ist schon etwas her, dass wir Karl den Großen, Otto den Großen und Clovis miteinander verglichen haben. And we wrote bullet points. Und wir möchten einige Merkpunkte aufzeigen. So, Gabi can give us now, summarize what Vadim said and just put a few bullet points on here. What are the characteristics about Napoleon? Welche Charakteristika kennzeichnen Napoleon? Most Tries essential. To reach out to Rome. Okay, so he reaches out to Rome. Er wollte nach Rom. He attempts to become a dictator. He's a dictator. Er möchte Diktator werden. I don't know if it's important to say that he married the Pope's daughter. The Pope's daughter? Does the Pope have a daughter? Emperor's daughter or something. Yes, Sorry. he marries the daughter of the Austrian. Yeah, Er hat I don't know die if that's- österreichische Königs- oder Kaisertochter geheiratet. So we see a marriage. To say that he would now want to make like a peace treaty. Und dadurch möchte er einen Friedensvertrag herstellen. Francis II. Yeah, I think so. What else would you say? Does he also try and create one empire? One empire? Er wollte ein Reich gründen. How does he come across to the people? Wie ist er dem Volk begegnet? Savior of the people or He's the freer of the people. freer, yeah. Befreier der Völker oder des Volkes. How do you spell that? Free, just an R? F-R-E-E. Free, or ER? I don't have spell check right now. I have no idea. Continue. I'll listen. I don't write freer that often. Why not, Clayton? He frees the people. That's better. He frees the people, rephrase it. Who's his comment? What else would you mark? A common enemy, I don't know. Is that correct? Common enemy. Do we have a common enemy for Napoleon? Er hat allgemeine Feinde. Gibt es die bei Napoleon? Maybe not because he conquered. That's a good question. I didn't think it. I guess the monarchy would be a common enemy, but at the end he's himself a monarch. Eine I Monarchie wouldn't put wäre this sein on- natürlicher Feind, aber letztendlich ist er selbst dort gelandet. Common enemy, so this means somebody fights with him. Yep. Who does that freely on a free basis? Yeah, Wer hat gegen ihn gekämpft? what you could maybe see if he's the freer of the people, his attempt was to end monarchy in Europe. And Wenn er force the people to Befreier des Volkes ist, dann wollte er die Monarchien in Europa abschaffen. And the people freely sided with him to end monarchy, but Und die didn't turn out well. Leute, die Völker haben sich freiwillig dazu entschieden. But this is a little bit shaky, so I wouldn't put it on there. Anything else? Not that I can think of. Anyone else wants to put a bullet point on here? He does a cultural Culture changes? change. Er hat kulturelle Veränderungen vorgenommen. What does a dictator often do? Was macht ein Diktator oft? He has an army created. Okay. Shouting himself. Persecution. Persecution? Er Yeah. verfolgt. How about laws? Changes laws. Wie sieht es mit Gesetzen aus? How about restrict the news? Liberty of the press. Yeah, He restrict restricted the the. liberty of the Er hat die freie Presse to restrict nicht mehr zugelassen. What did you say, Jean-Marc? Shouting himself. Jean-Marc has a really good point, which we didn't focus on much yet in our Jean-Marc hat studies. einen guten Punkt, den wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben. Those dictators rising, there's one characteristic about them.
Die aufkommenden Diktatoren haben ein gemeinsames Charakteristikum. that they somehow create this cult around themselves. Sie schaffen einen Kult um sich selbst herum. You have that with the Caesars in Rome, Das war bei den Cäsaren in Rom so. but very strongly you see it with Napoleon Bei Napoleon sieht man es sehr stark, as well as with Hitler. auch bei Hitler. They're creating this cult around them Sie schaffen einen Kult um sich selbst, where people worship them. They wo, love them. They're their idols. wo das Volk ihn anbetet, den Diktator. Pardon me? Stalin? The big picture. Yeah. Stalin auch. So you have a person cult. Ein Personenkult. Something else? How did Napoleon talk? Wie hat Napoleon gesprochen? What was his method of conveying people? Welche Methode hatte er, um Menschen zu überzeugen? I suggest he was a populist. Er war Populist. Would you agree with that? That he loved the Stimmt favor of the damit people? Überein, Just like Caesar? so wie Cäsar auch. So we have a populist. Reaches out to Rome, we have that. Restricted past marriage, one empire, free of the people, culture change, personal cult, populist. Okay, I think that's. One last thing, which I didn't mention yesterday. Noch eine Sache, die ich gestern vergessen habe zu erwähnen. But remember in October 1813 at the Battle of Leipzig, Im Oktober 1813 bei der Schlacht von Leipzig his soldiers from the Rhine Confederation turned against him. haben sich seine Soldaten von der Rheinkonföderation gegen ihn gewandt. But there is another nation which turns against not Luther, Napoleon, Es gibt auch noch eine andere Nation, die sich gegen Napoleon wendet, which was an ally to him beforehand. das vorher ein Alliierter zu ihm war. Who was that? Österreich, Russland, Schweden, das waren doch alles Feinde. Yeah, Boris says Austria, Sweden, Russia, they were all enemies. Leipzig auch. Huh? Mama? Dänemark, Schweden? Mm-mm. One more try? England, the UK turned against him. Yeah. England wandte sich gegen ihn, But where did he beforehand have a treaty? aber er hatte vorher einen Friedensvertrag. Wo war der? Mit wem war der? Okay, but he's not fighting with Italy anymore because he It- owns Italy now. Italien, aber gegen das kämpft er nicht mehr, denn er besitzt es ja bereits. Russia. Yeah, it was Russia. Es war Russland. So Compared him and Hitler was attempting to, but always failing. Yeah, correct. I didn't look up the dates because I just remembered the story as we did the summary. Because that's Die what- Daten fehlen mir noch. Die muss ich mir noch genau anschauen. Napoleon treaty with. Napoleon had a treaty after some wars. Napoleon had a treaty with Russia. Nach einigen Kriegshandlungen hatte Napoleon einen Friedensvertrag mit Russland. And it seems to me that it was in 1807. Und ich denke, das war 1807. And the Tsar in the Tsar in Russia was quite young. His name was Alexander the First. Alexander der Erste von Russland war noch sehr jung. And they met and they signed a treaty and they actually became friends. Sie haben sich getroffen, sie haben einen Friedensvertrag geschlossen und wurden Freunde. But then sometime after that, Aber danach Russia breaks that peace treaty. hat Russland diesen Friedensvertrag And that's the gebrochen. reason for Napoleon to invade Russia. Und das war Grund für Napoleon, in Russland einzufallen. So we would have to look at why Russia is breaking this peace treaty again. Wir müssen also mal danach schauen, warum Russland diesen Friedensvertrag gebrochen hat. But I can't find it now. Maybe till tomorrow. But that might be another witness for collusion in the history of Napoleon. Das mag ein anderer Zeuge sein, for collusion, Hochverrat. für den Hochverrat bei Napoleon. So if you want to look it up today, it's the Treaty of Tilsit. Es ist der Friedensvertrag von Tilsit. Tilsit.
Friedensvertrag von Tilsit. So then we moved on Wir sind dann weitergegangen and we said we're in the 1800s. und wir haben gesagt, wir befinden uns in den 1800er Or would you Jahren. call it 1900s now maybe? Oder Where we see that the Millwright movement takes place in America. im 19. Jahrhundert, wo wir nach Amerika geschaut haben und die Milleritengeschichte sich ereignet hat. And we know much about the Millwright history Über die Millergeschichte wissen wir bereits einiges, and even the history of America a bit. auch ein wenig über die Geschichte Amerikas. But I think what we've neglected in the past years Was wir aber in den letzten Jahren vernachlässigt haben, was to look what happens in Europe. ist die Tatsache, dass wir nicht nach Europa geschaut haben. Yes, with 1840 we looked a little bit to Europe. Das Jahr 1840 haben wir in Europa etwas betrachtet. Who were the 4 ruling nations in 1840 who brought down Islam? Welche Nationen haben im Jahr 1840 in Europa vorwiegend geherrscht? England, Russia, Austria, Prussia. England, Okay. Russland, Preußen und Österreich. Österreich. So those were the 4 ruling nations, and now you know the history behind it, how these nations came up. Das sind die herrschenden Mächte und nun wissen wir etwas über die Geschichte dahinter. So Welche waren jetzt das? Russland, Preußen, Mhm. Österreich und England. So yesterday we read then Revelation 11, Gestern haben wir Offenbarung 11 uns angeschaut, verses 15 to 18. die Verse 15 bis 18. And what did we pick up from those verses, Odilio? Was haben wir aus diesen Versen herausgenommen? Nations were angry. The nations are angry. Nationen sind zornig. And where did we place that? Wo haben wir das hingesetzt auf die Linie? 1846. Why would you place it in 1846? Warum würdest du es nach 1846 legen? All those revolutions broke out. Okay. What's connected with the angering of nations? Islam also. Was steht mit dem Zornigwerden der Nationen in Verbindung? Are you sure? In Offenbarung 11. I think the one you wrote was 44, right? Yesterday? Yeah. Yes. I'm just wondering why would Odilio place it in 1846? All these revolutions Fourteen to occurred, I 18. think. But yesterday we were talking about 1844. Odilio erwähnt das Jahr 1846 und die Frage ist, warum in 1846? Look at verse 15. Schauen wir zum Vers 15 von What does Offenbarung verse 11. 15 tell us? Was sagt uns dieser Vers? Mama? It's right, verse chapter 11, Mhm. verse 14. Das zweite Wehe ist vorüber, siehe das dritte Wehe. Kommt schnell. Revelation 11, verse 15. Oh, 15, okay. Und der 7. Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. So she read the verse. Sie hat also den Vers jetzt gelesen. So what does this verse give us? What kind of information? Welche Or what information Informationen does it give us? liegen da drin? Didn't we say something about the 7th trumpet yesterday? And Mhm. then we spoke about the 3rd woe. I think. Wir haben über die 7. Posaune gestern gesprochen, Yeah, auch das the 3. trumpet Wehe. you mentioned. I think the 3rd woe is not in here. Dritte We Wehe spoke ist da about noch the nicht zu 7th, finden. the trumpet. The 7th trumpet. Okay, so this is the 7th Nur die trumpet. 7. Posaune. Hier In geht's- verse 15, what happens? Was geschieht im Vers 15? We know now the 7th trumpet starts. Wir wissen, dass die 7. Posaune beginnt. What else? Was noch? Königreiche der Welt Was passiert mit denen? So she says the kingdoms of the earth. What happens with sind them? unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. So they're given to Jesus Christ. Mom? Die Königreiche sind Also Christus Herrscher übergeben von worden. Ewigkeit zu Ewigkeit. Also diese Reiche fallen alle zusammen. Okay, so Christ is gonna reign forever and ever. All these kingdoms will fall. Mama? Christus regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und diese Königreiche fallen alle. Und weiter erklärt es, dass also auch die Völker
zornig geworden sind, in Vers 18. Und Verse dass, 18 says the nations are angry, und dass auch Gottes Zorn gekommen ist. and that also God's wrath has come. Und damit, der Zorn fängt an, dass die Toten gerichtet werden, um seinen Knechten und Propheten Lohn zu geben. Where do you read this? 18. 18. 18. Okay, and he says the time of the in verse 18, and the time of the dead, that they should be judged, and thou shouldest give reward unto thy servants the prophets. Okay, so we see the seventh angel is sounding. Der 7. Engel bläst. We're seeing that the nations are angry. Nationen sind zornig. We see that the kingdoms are given to our Lord Jesus Christ. Die Königreiche sind unserem Herrn Jesus Christus übergeben. And we see that the dead are starting to be judged. Und das Gericht an den Toten beginnt. Let me see if there is a parallel verse we can use. Oh, I'm in the wrong chapter. Okay, let's go to Daniel 7, verse 13 and 14. Daniel 7, 14 und 15. Jean-Marc, will you read that for us? Daniel 7, verses 13 to 14. Ready? Before that, can you remember where it was written that the seven trumpets begins in 1844? Why? Or Where? Where? Writings. Early writings where? Wo die Posaunen im Jahr 1844 beginnen, sehen wir in Early Writings. Almost? 36. 36. Seite 36. Maybe it was your handwriting. Looked like an 8. Yeah. And there was given, Go ahead, Jean-Marc. I was thinking. and there was given him dominion and glory and the kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, it shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. Did you read verse 13? Oh, sorry. Then go ahead and read that verse as well. I saw in the night visions, and behold, unlike the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zum Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht zugrunde geht und die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. So we see here that this is similar to Revelation 11, right? Also das gleicht doch ziemlich Offenbarung 11. Christ is receiving dominion. Christus bekommt die Vorherrschaft And we see here that the Son of Man, Christ, is coming to the Ancient of Days. und der Sohn des Menschen kommt zu den Alten von Tagen. Where does the Ancient of Man live or have his throne? Wo lebt der Alte an Tagen? Wo befindet er sich? Maybe a bad question. Tricky. Yeah, it sounds like a tricky question. Okay, he's living on a throne, but I asked, where is the throne? Er sitzt auf seinem Thron, aber wo ist dieser Thron? Exactly, the most holy Im place. Allerheiligsten. So when the Son of Man comes to the Ancient of Days, Wenn also der Sohn des Menschen zum Alten von Tagen kommt, where's Christ going? wo geht Christus hin? In the most holy place, right? In das Allerheiligste. And there he receives dominion. Und dort bekommt er die Vorherrschaft. And in Revelation 11, we can mark with this the seventh angel. Und in Offenbarung, Entschuldigung, 11 können wir den 7. Engel festmachen. We will see that the nations are angry, Wir sehen, dass die Nationen zornig geworden sind and we see the judgment of the dead. und das Gericht an den Toten. And for sure we can go deeper into the study, but this is not subject of this morning's class. Wir können das Thema auch tiefer betrachten, aber das ist heute Morgen nicht unser Ziel. But I hope this is enough witness to mark your October 22nd, 1844. Ich hoffe, das ist ein weiteres Zeugnis für den 22. Oktober 1844. As well as Ellen White places it there. Und Schwester White legt das Ereignis auch dorthin.
So we're going to read 2 Ellen White quotes. Wir lesen 2 Zitate von Ellen White. One will be, if you can, with your phones or something, open it with me. It's Testimonies to the Church, for the Church, Volume 6, page 14, paragraph 1. Eins finden wir in Zeugnisse an die Gemeinde oder Testimonies for the Church, Band 6. So it's 60:14:1. Which page? I cannot read it. 14:1. Seite 14, Paragraph 1. There it says, the head title I put to this quote was The Work for This Time. And, Ich habe die Überschrift dafür gewählt, die Arbeit für unsere Zeit. she explains a little bit now what is happening when the nations are angry. Sie erklärt ein wenig, was geschieht, wenn die Nationen zornig sind. We are standing upon the threshold of great and solemn events. Wir stehen an der Schwelle von großen und ernsten Ereignissen. Prophecies are fulfilling. Prophezeiungen erfüllen sich. Strange, eventful history is being recorded in the books of heaven. Komische oder eigenartige, ereignisreiche Geschichte ist in den Büchern des Himmels aufgezeichnet. Everything in our world is in agitation. Alles in unserer Welt ist aufgewühlt. There are wars and rumors of wars. Da gibt es Kriege und Gerüchte von Kriegen. The nations are angry and the time of the dead has come that they should be judged. Die Nationen sind zornig und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, ist gekommen. Events are changing to bring about the day of God, which hasteth greatly. Ereignisse kommen, die changing to bring about the day of God. Die Ereignisse bringen Veränderungen, die den Tag des Herrn schnell kommen lassen. Only moment of time, as it were, yet remains. Nur noch ein Moment verbleibt die Zeit. But while already nations is rising against nation and kingdom against kingdom, there is not now a general engagement. Auch während Nation gegen eine andere Nation sich erhebt und ein Königreich gegen das andere Königreich erhebt, da gibt es dennoch keine generelle Vereinigung. As yet the 4 winds are held until the servants of God shall be sealed in their foreheads. Es werden immer noch die 4 Winde gehalten werden, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen How did you find that in German? In Vicky? Wiki. Then you want to read the German? Then The last sentence, the no, but sentence before. As yet the Then- 4 winds are held until the servants of God shall be sealed in their foreheads. Denn bis jetzt werden die 4 Winde gehalten, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sein werden. Then the powers of the earth will marshal their forces for the last great battle. Dann werden die irdischen Mächte ihre Kräfte für die letzte große Schlacht aufstellen. Good for you, Vadim. Good for Clayton, it's your work, huh? But he thought about it. You didn't want to put all the quotes online. You're 60:14:1. The next one we will read. Also diese Zitate sind demnächst alle online. This is not what I said, but I said it. Selected Sorry. Messages, Book 1, Selected Messages, Band 1, page 221. 221. So this is a couple, there's 3 paragraphs. Was heißt das erstes oder was heißt Yes, 1, Selected Messages. Okay, so in the quote we just read, what is Ellen White saying? What is happening when the nations are angry? Was sagt Schwester White, wenn die Nationen zornig sind? Was passiert dann? Dann geht's dem Ende zu. Okay, the end is coming soon. But what does it look like that nations are angry? Aber wie sieht das aus, wenn Nationen zornig sind? Es gibt keinen Kingdom Frieden mehr. against kingdom. There's no peace. Gabi, what are you saying? No, the kingdom is against kingdom. Yep. So Yep. the kingdoms and nations are rising against each other. Königreiche und Nationen erheben sich gegeneinander. But the 4 winds are still held. Aber die 4 Winde werden immer noch gehalten. Okay, so we know now that the nations that they are angry means wars. Zornige Nation bedeutet auch Krieg. General engagement. Okay, let's read the other one. Wir lesen das andere Zitat. It starts with I woke from my sleep.
I woke from my sleep last night with a great burden upon my mind. I was delivering a message to our brethren and sisters, and it was a message of warning, instruction concerning the work of some who are advocating enormous theories as to the reception of the Holy Spirit and its operation through human agencies. Ich erwachte letzte Nacht von meinem Schlaf und hatte eine große Last auf meiner Seele. Ich überbrachte meinen Brüdern und Schwestern eine Botschaft der Warnung und Anleitung. Sie betraf die Arbeit einiger, die fehlerhafte Theorien über den Empfang des Heiligen Geistes vertreten und über sein Wirken durch menschliche Vertreter. I was instructed that fanaticism similar to that we were called to meet after the passing of the time in 1844 would come in among us again in the closing days of the message, and that we must meet this evil just as decidedly now as we meet in our early experiences. Mir wurde gesagt, dass in den letzten Tagen der Botschaft unter uns wieder Fanatismus auftreten würde, ähnlich dem, den wir 1844 bekämpfen mussten, als die Zeit verflossen war, und dass wir diesem Übel genauso entschieden entgegentreten müssen, wie wir es zur Zeit unserer frühen Erfahrung getan haben. So, by the way, this passage, we're going to read one more paragraph, but the passage we're reading is an article of the Review and Herald. Dieser Abschnitt stand auch im Review and Herald In January 28, 1909. am 28. Januar 1909. 1909, Entschuldigung. What is this? What happens in this time period? Was geschah in dieser Zeitperiode? 1909. What time period is that? Welche Zeit war 1909? War da nicht die letzte Generalkonferenz? Okay, you both had the same thought. Die one in letzte German, one in English. Generalkonferenz, wo Schwester White dabei war. So it was the last general conference where Ellen White participated. What is going on in this time period? Why is she attending the last time? Was geschieht in dieser Zeit? She's too old. Okay, 81. Sie ist zu alt. Church rejects spirit of prophecy. Die Gemeinde lehnt den Geist der Weissagung ab. Okay, that was though already years before that. Das war bereits Jahre davor. Hobby? That's your section? No, it's not your section anymore. Okay. Almost got you. I only remember the general conference about that. So. Okay, what else is going on there? Was geschieht noch dort? Team? Okay. In 1909 or 8 or It doesn't have to be specifically that year, but in this Es time muss nicht period. genau in diesem Jahr sein, sondern in der Zeit. Der Christobjekt kommt. Große Verführung. When she Engel, says great deception, okay. What are you saying? well, a few years before Später. the daily controversy began. Okay, die Auseinandersetzung mit dem täglichen begann So you have And the to. Omega apostasy also. There you go. und auch der Omega-Abfall, Omega, Alpha. Alpha-Abfall. So, interestingly, though, is let's first go through it. So we have here the Alpha apostasy, Also wir haben hier den Alpha-Abfall. which includes several issues. Da sind verschiedene Themen mit verbunden. You have Kellogg with pantheism. Es ist Kellogg mit seinem Pantheismus, You have Ballinger with the wrong idea about the sanctuary. Bellinger, der falsche Ideen zum Heiligtum hat. Pardon? Prescott removed from the review. Prescott is removed from the review. Okay, I didn't remember Prescott that. wird Good for aus you. dem Review and Herald Verlag rausgeschmissen. We have the Daily with Prescott and Daniels. Das Thema des Täglichen mit Prescott und Daniels. And we have the Maccans with spiritualism. Und wir haben The Maccans. That was a couple called Maccans. ein Ehepaar, das Mackens heißt. So Die haben mit Spiritismus zu tun gehabt. So there's even a Holy Flesh movement included, and Es gibt auch die heilige Fleischbewegung. but what did Ellen White just say in the 2 paragraphs we read? Was hat Schwester White in den Zitaten, die wir gerade gelesen haben, gesagt? In 1909, she talks about fanaticism, 1909 spricht sie über Fanatismus. and where is she linking it to? Womit verbindet sie das? Der Endzeit. Okay, she is referring to that this will happen at the closing of the days.
Sie verbindet es damit, dass es am Ende der Tage geschehen wird. But what else was she linking it to? Was aber noch? In the second paragraph we read. Im zweiten Paragraph. The passing of the time. When was that? 1844. What happened in 1844? Sie erwähnt das Jahr 1844, was geschah dort. First line of the paragraph. Fanaticism. So there was fanaticism Es gab Fanatismus. in 1844, just the same way as she would meet now and would come again in the later days. Den gab es damals und den sollte es später auch wieder geben. And she says we need to decidedly meet them. Wir müssen entschlossen dagegen vorgehen. So she is referring back to 1844 Sie zeigt nochmal zurück zum Jahr 1844, and the fanaticism which was going on here. denn da gab es Fanatismus. So Aber 1844. nach 1844 kam Fanatismus rein. So after 1844, fanaticism entered the group. So just to look at Ellen White herself in her life, Wenn wir Schwester White und ihr persönliches Leben betrachten, was 1909 the Alpha apostasy. gab es 1909 den Alpha-Abfall. No, Ja, vom Kellogg's, der war ja schon vorher. Okay, the question is just, was it the Alpha? Die Frage ist, war es wirklich der Alpha-Abfall? Johnny says no, Jonathan sagt nein and I tend to agree with him. und ich stimme damit überein. Because for Ellen White, she meets this fanaticism already here. Denn für Ellen White war das Alpha, dieser Fanatismus bereits hier. So for Ellen White, the Alpha apostasy takes place here, Für Ellen White findet der Alpha-Abfall bereits hier statt. and at the end of her life, it's the Omega. Und am Ende ihres Lebens ist es der Omega-Abfall. But we know that she also calls it the Alpha for the church, Sie nennt es auch den Alpha-Abfall der Gemeinde. and Omega will soon come. Und der Omega-Abfall wird bald kommen. So let's read the next quote. Ist der nicht schon da? Yeah, it's already there. Ist schon da, ne? So, Selected Messages, Book 1, page 221. We're standing on the threshold of great and solemn events. Prophecies are fulfilling. Strange and eventful history is being recorded in the books of heaven. Events which it was declared should shortly precede the great day of God. Everything in the world is in an unsettled state. The nations are angry, and great preparations for war are being made. Nation is plotting against nation, and kingdom against kingdom. The great day of God is hasting greatly. But although the nations are mustering their forces for war and bloodshed, to command to the angel is still enforced that they should hold the four winds until the servants of God are sealed in their foreheads. Wir stehen an der Schwelle großer und feierlicher Ereignisse. Die Weissagungen erfüllen sich. Erstaunliche und ereignisreiche Geschichte wird in den himmlischen Büchern aufgezeichnet. Diese Ereignisse, so wurde erklärt, sollten bald dem großen Tag Gottes vorausgehen. Alles in der Welt befindet sich in einem ungewissen Zustand. Die Völker sind zornig und große Kriegsvorbereitungen werden getroffen. Eine Nation erhebt sich gegen die andere und ein Königreich gegen das andere. Der große Tag Gottes kommt schnell herbei. Obwohl die Völker ihre Streitkräfte zum Krieg und Blutvergießen aufrüsten, gilt noch der Befehl an die Engel, dass die vier Winde gehalten werden sollen, bis die Knechte Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. So essentially, the third paragraph is similar to the paragraph, the quote we read before. Der dritte Paragraph ist ähnlich zu dem Zitat, das wir bereits vorher gelesen haben. However, she gives a small different details here. Aber sie gibt ein weiteres kleines Detail hier. She just doesn't say that nations are warring against other nations, Sie sagt hier also nicht, dass Nationen gegeneinander Krieg führen. but here she uses also plotting and mustering. What is plotting and mustering? Nation is plotting, they planen, Also Komplott, Verschwörung. es geht um Planen und Verschwörung. And if I understand plotting correctly, you can Wenn ich correct me, Planung okay? richtig verstehe, But it has attached like more collusion to it, like it's in darkness and secrecy. dann what's going bedeutet das doch mehr, dass es in Dunkelheit stattfindet. on. And I think this is a subject we're addressing today. Das ist ein Thema, das wir heute noch betrachten werden.
No. This is a subject we currently in the movement are Das wir in der looking at. Bewegung vor kurzem erst betrachtet haben. So, and mustering, she says here. It's Und assembly. Musterung, eine Sammlung. Okay. So, however, in this quote we just read from 1909, In diesem Zitat von 1909 haben wir gerade gelesen. I don't know how to ask the question to involve you guys, so I'm just stating it. Übersetzt du es? I didn't get it. Also ich weiß nicht, wie ich die fragen soll, deswegen tue ich es einfach nur sagen. Ellen White connects the angry of nation Ellen White verbindet das Zornigwerden der Nationen with fanaticism. mit Fanatismus. So if you recall, we did Wenn wir uns daran erinnern, we had a quote from Bible Echo, hatten wir ein Zitat vom Bible Echo. and Ellen White said when there are turning points, which are Und dort sagt sie, dass es Wendepunkte gibt. periods which are turning points Perioden, die Wendepunkte sind. in the history of what? In der Geschichte von was? Church? Von der Gemeinde Church and nations. und Nationen And oder what- Kirche und Nationen. What happens at this time? Was geschah in dieser Zeit? Light is given. Light is given. Es wird Licht gegeben. And then how many options do you have? Und wie viele Optionen hat man? You can accept it or reject Du it. kannst das Licht annehmen oder ablehnen. Either spiritual progress or spiritual declination. Geistlicher Fortschritt oder geistlicher Niedergang. So whenever this turning point takes place, Egal wann dieser Wendepunkt stattfindet, what are these turning points? What is she calling them? We didn't mention that yet. wir haben noch nicht erwähnt, wie nennt sie diese Wendepunkte? Vadim? We should have memorized The that last quote. time that we spoke about the period. Okay, we have the turning point and the period, yes? Wir haben den Wendepunkt, aber auch die Zeit darum herum. She says something arrives there, Sie crisis. sagt, dass Krisen dann kommen werden. So these are crises. Das sind Krisen, And they have to happen in the nation and the church. die gibt es in den Nationen und in der Kirche. And at that time, the Lord gives light. Und in dieser Zeit wird der Herr Licht geben. And I want to draw your attention to the last quote we read. Und ich möchte eure Aufmerksamkeit auf das letzte Zitat lenken. She's identifying a crisis externally Sie zeigt eine externe Krise, eine Krise von außen auf, by pointing out the nations are angry. indem sie auf zornige Nationen zeigt. But what is she doing with the church? Aber was macht sie mit der Gemeinde? She's all Die STA Church oder ist das die? Ja. STA. Pardon me? Were you going to say something? Okay, sorry. She's pointing out a crisis internally as well. Sie zeigt auf interne Krisen. Okay, so I hope you saw the connection. Ich hoffe, ihr seht die Verbindung. In the last quote, she's making an internal Im letzten Zitat hat sie über die innere Krise gesprochen and an external. und auch über Krisen von außen. So we know that this is a big turning point. Wir wissen, dass hier ein großer Wendepunkt ist. This is where light is given. Hier wird Licht gegeben. So we're going to look at this turning point and look at what happens at the external aspect. Wir schauen uns diesen Wendepunkt von der Wendepunkt von außen an. What happens in Germany? Was geschah in Deutschland? I feel sorry now for Clayton because you've been through that study already in Lambert Church. So this is we're going to look at the life of a guy called Robert Bloom. Wir schauen uns nun das Leben eines Robert Blum an. So I'm going to wipe out Napoleon and write Robert Bloom there. Wir So beschäftigen uns jetzt mit Robert Blum. Robert Bloom was born Er wurde geboren in Cologne in Köln on November 10th, am 10. November 1807. im Jahr 1807. And the reason why he's interesting for us is that he died Und er ist für uns interessant, weil er on November 9th, am 9. November
1848. 1848 starb. And therefore he connects his death, I think, speaks to this year. Sein Tod, so glaube ich, spricht zu unserem Jahr 2019. So first we're going to look at the name. Wir schauen uns zuerst den Namen an. What means Robert? Was bedeutet Robert And what means Bloom? und was Blum? So Robert means famed, bright, shining. What is famed? Bekannt. Bekannt, hell, leuchtend. And Bloom Und Blum is just a German word for flower or Ist- to flower. ist das deutsche Wort für Blume oder Blühen. So he's a bright or shining flower. He flowers. Er ist eine helle, scheinende Blume. And we always say, or we often see how the name is connected to the work that people have to do. Wir wissen ja, dass der Name oft mit der Arbeit zu tun hat, And die die Person tut. interesting is that he was one of the leading revolutions within middle of Europe. Er war Führer Mid-Europe. der Revolution mitten in Europa. And these kind of revolutions which will now take place under the angering of Die nations Revolutionen, die jetzt unter den zornigen Völkern stattfinden werden, is also called the flowering of nations, the blooming of nations, I think. man sagt auch dazu, dass die Nationen blühen werden. And the flowers take place in spring. Und die Blüte findet im Frühjahr statt. Let me see. Sorry, I think I messed up by the internet. Yes, it was not the term for those revolutions was not flowering of nations, but it was the spring of nations. Also ist das der Frühling der Nation und nicht das Blühen der Nation. But in spring, we know that the flowers will rise or Aber wir bloom. wissen, dass im Frühjahr die Blumen blühen. And I'm not sure how Tyler got to it, but Tyler made once a comment to me when we talked about it. Tyler hat mal einen Kommentar gegeben, als wir miteinander gesprochen haben. It says that there's somewhere also a term, some revolutions are called so the autumns of revolutions Der Herbst der Revolution or the fall of nations is the revolutions in 1989. sind die Revolutionen von 1889. So let's put it in the 1840s. Wir legen das in das 19. Jahrhundert, I'll put 1848. Of course, 1848. the revolution took longer than just 1 year. Denn die Revolution dauerte länger als ein Jahr. But this is called the spring of nations. Das ist der Frühling der Nationen. And then the revolutions in 1989 Aber die Revolution in 1989 is called the autumn of nations. werden der Herbst der Nationen genannt. I thought that was interesting Ich dachte, das ist sehr interessant. because it's like beginning and end. Denn man sieht den Anfang und das And we Ende. know that beginning and end is the same. Anfang und Ende ist ja gleich. So if we want to understand 1989, Wenn du 1989 verstehen we have möchtest, to understand this revolution which takes place in 1848. dann musst du die Revolution kennen, die 1848 stattgefunden haben. And if we want to understand the revolutions we are in at the current stage, Und wenn du die Revolution in unserer heutigen Zeit verstehen willst as well as the ones which are coming up, und auch die, die noch kommen werden, we will have to understand these two. dann müssen wir diese beiden verstehen. So we will focus on 1848. Wir legen unser Augenmerk nun auf And the 1848. leader of that is Robert. Und der Führer in dieser Zeit ist Robert Blum. So first, we're going to look at the condition of Germany. Zuerst schauen wir uns die Kondition von Deutschland an, wie es in Deutschland ausgesehen hat. So Burgi is asking, what was the profession of Robert Bloom? Welchen Beruf hatte Robert Blum? So Robert Bloom was actually he was working
at the theater in Cologne for a longer Er time hat am period. Kölner Theater gearbeitet, Later on in Leipzig, später in Leipzig. but he also liked to write a lot. So he wrote for newspapers. Er liebte auch das Schreiben für Zeitungen. Do you have some input? No, just a question. I understand your point that you made there with the 1848 to 1989, but I don't understand how that's the beginning and the end. Ich verstehe das Don't Anfang und get das that. Ende noch nicht. Wouldn't the end be winter? Okay, beginning and end for me in the sense of in the spring flowers start to bloom. Am Anfang, im Frühling, beginnen die Blumen zu In blühen. fall they die. In Und winter they im rest Herbst in the ground. Sterben sie und im Winter liegen sie in der Erde. Kind of got the curve there. Sorry, I asked. No, that's good. I mean, in fall all the leaves come down, right? In winter they die. Im Herbst fallen alle Blätter. When is winter? Wann ist Winterzeit? Isn't it before spring? Vor dem Frühling. Blätter fallen. Absolutely correct. That's why I was just trying to. I thought. Okay. That's Okay, okay. when does the I just didn't connect the beginning to the end. Is all I was saying. I'm not trying to make a big point here. I'm trying to understand. Ich wollte keinen großen Punkt Yeah. draus machen. Ich habe nur Ende und Anfang nicht zusammengebracht. this is the reason why we're all here. We want to understand. Und deswegen sind wir ja alle hier. Wir wollen das verstehen. I connected it not with the part of when does the year begin and end, but rather the cycle of the plants. Okay. Maybe that would be a proper way to say it. Okay. Sorry. Continue. No, not sorry. That helps me a lot. I learn always the most. So, so he was working at the theater, but he was also a or whatever do you columnist, whatever do you call it, columnist. Also er war, He was writing for newspapers. er war nicht nur am Theater, sondern er hat auch Kolumnen geschrieben. Columnist. There you go. Don't ask the question. At least I didn't spell it correct. Also, was war der? Schriftsteller? Ein Columnist. Was ist das? Der, Das ist eine- der hat Artikel geschrieben für die Zeitung und so. Ach so. Okay, so Journalist. we already talked about this a little bit. Germany actually is, in the German language, is called Deutschland, which consists out of two words. Deutschland besteht aus zwei Worten. Deutsch is one, Deutsch and Land is the other. und Land. So land is just the same meaning. It's land. Land hat die gleiche Bedeutung, But what auch im does Englischen. Deutsch mean? Was bedeutet Deutsch? It means people. Es bedeutet Volk. So essentially, Deutschland, Germany, means the people's land. Deutschland ist also das Land des Volkes. Technically, you could see already a political aspect here. Man kann schon einen politischen Aspekt hier erkennen, That the country is wanting to be ruled by the people. dass das Land vom Volk beherrscht werden möchte. Okay, I'm not going to get into discussion if it is. I'm just saying what the intentions were. Ich erwähne jetzt nur die Ziele. So, what we talked about here, this is my picture. This was what we talked about the Reformation. Dieses Bild zeigte die Reformationszeit, But this is also how Germany looked like aber so hat Deutschland auch ausgesehen in 1848. im Jahr 1848. And I might have the picture here to show it to you, if it opens up. So, you have here Germany, Wir sehen also auf der Karte hier Deutschland or the German nations, oder die deutsche Nation, the people's land. das Land des Volkes. So der Völker. Germany today is only this portion here. Deutschland von heute umfasst nur diesen Teil. But back then you see it was way bigger. Aber damals war es wesentlich größer. You see it concluded this portion here Dieser Teil war beinhaltet and here Prussia. und Preußen hier oben. So this was all the German nations. Das waren alle deutschen Nationen. And as I stated before, there were various kings within this nation. Und ich sagte bereits, dass es in diesen Nationen verschiedene Könige gab. So when you see those different colors here, those are all the different kingdoms, and sometimes they're very small. Diese verschiedenen Farben zeigen,
die verschiedenen Könige und manchmal waren es sehr kleine Königreiche. And here you have Prussia, Hier haben wir Preußen and here you have Austria. und hier Österreich. And I already gave you the history of how Prussia and Austria came up. Ich habe euch den geschichtlichen Überblick schon gegeben, wie Preußen und Österreich aufgekommen And sind. if you remember with Frederick the Great Wenn ihr and euch an Friedrich den Großen erinnert, the Queen of Austria, you know that there is always this contention of who is bigger, gab es greater. in Österreich immer den Wettbewerb, wer denn nun größer sei. And this war, this tension continues. Even though they're all Germans, this tension continues. Tension. Die Spannungen. Die Spannungen halten an. So, Das war 1840. 1848. So this was the condition of Germany in 1848. So sah es in Deutschland 1848 aus. So Germany consisted out of 38 states, Deutschland bestand aus 38 Staaten and they were all tied together by a treaty. und sie waren alle durch Verträge miteinander verbunden. So the way you can picture it is like the United States. You have the states which form one country. Man kann sie mit den Vereinigten Staaten vergleichen. Wir haben hier Staaten, die ein Land bilden. So you could say the United States of the German people, so to Du speak. kannst auch sagen Vereinigte Staaten des deutschen Volkes. Later on we will talk about Bismarck. He will change that. Später sprechen wir über Bismarck, der das alles veränderte. Okay, so 38 states in the German nation. Also 38 Staaten in den deutschen Nationen. Austria and Prussia are the biggest. Österreich und Preußen sind die größten davon. And they are seeking to be one government. One of them wants to rule all of Germany. Und ihr Bestreben war, eine Regierung zu bilden. So back to Robert Bloom. We have now a little bit the situation, the surroundings where he lived. Also das war die Umgebung von Robert Blum und nun zurück zu ihm. As I already said, he worked at the theater in Cologne and later on then in Leipzig. Ich habe ja schon gesagt, er hat am Kölner Theater und später in Leipzig gearbeitet. Leipzig is about here. Leipzig ist ungefähr hier. And we already know this is an important town from Napoleon. Und wir wissen bereits, dass es eine wichtige Stadt für Napoleon war. It's an important town in 1848. 1848 war diese Stadt sehr wichtig. As well as in 1989, it again will be an important town. Und 1989 würde sie dann wieder zu einer wichtigen Stadt werden. Okay. Meaning. I never looked up the name meaning. So, Bloom. It seems like it means linden tree. Lindenbaum. Mm-hmm. Okay, I can't connect that at the moment. Where was I? Okay, so Bloom, he worked at the theater and he started also a political career. Also Blum arbeitete nicht nur am Theater, sondern er betätigte sich auch politisch. He was a person who loved freedom Er liebte die Freiheit and he loved to be a free thinker. und er war ein Freidenker. At that time, Zu jener Zeit that meant trouble. bedeutet das immer Probleme. So Bloom, he was a populist. Er war ein Populist. He spoke to the people Er hat das Volk angesprochen about his ideas about freedom. und er hat seine Ideen über Freiheit weitergegeben. And he starts his political career in the 1830s. In den 1830er Jahren hat er seine politische Karriere begonnen. So he first writes for the newspaper Er hat zuerst für die Zeitung geschrieben and he got in trouble when those newspapers were und dafür printed. hat er Probleme bekommen. Because Germany, Denn back then as probably today, Deutschland damals, wie vielleicht auch heute, had many rules and was very strict in obeying those rules. hatte viele Regeln und die mussten auch eingehalten werden. So we just had the French Revolution in France, Die Französische Revolution in Frankreich war gerade vorbei and by Napoleon going over Europe, he's planting the seed of this freedom thinking in every country. und während Napoleon durch Europa zog, hat er den Samen für das Freidenkertum ausgestreut. And France was already freed by the monarchy.
Frankreich war schon von der Monarchie befreit as well as I think Belgium und ich glaube auch Belgien. was free as well. From the monarchy, not by the monarchy. Did I say by the monarchy? Von Oh, der, thank you. von der Monarchie befreit. However, after Napoleon died, Nachdem Napoleon gestorben war, he was dictator. er war ein Diktator, There was always put again a king or a monarch put in place haben in sie France. immer wieder Könige eingesetzt. But it was not very powerful anymore because if the people didn't want that person, he would just be cut out. Off. Denn er hatte nicht sehr viel Macht, denn wenn das Volk die Person nicht mochte, wurde er schlicht und weg abgeschnitten, entthront. So you had a political person as the head, Es gab eine politische Person als Kopf des Staates, but the influence was not as great aber anymore. die hatte nicht mehr so viel Einfluss. I guess we could a good example of that is also when the Pope was taken captive in 1798. Ein gutes Beispiel ist auch die Tatsache, als der Papst 1798 gefangen genommen wurde. Again, a new Pope was elected, but he didn't have the same power anymore. Wurde ein neuer Papst gewählt, aber er hatte nicht mehr die gleiche Macht. So, but in Germany the conditions were different. Aber in Deutschland sah es anders aus. So this is all Germany more or less. Das ist alles mehr oder weniger Deutschland. There the rules were strict. Da gab es strikte Regeln. And there was also restriction on the press. Auch die Regel wurde kontrolliert, So die now- Presse wurde kontrolliert. So now Bloom, he is starting to write articles Blum hat jetzt angefangen, Artikel zu and schreiben he's not very careful. und er ist nicht sehr vorsichtig dabei. So often his writings were forbidden, Seine Schriften wurden oft verboten. but he liked that because it made him even more famous. Das mochte er, denn dadurch wurde er immer bekannter. So, you know, kids, when you tell them, don't do this and this, Wenn du den Kindern sagst, mach das bitte nicht, they do it even more Dann because now machen they sie's- want it. dann machen sie es extra. So it was also with the people. So war es auch mit dem Volk. Bloom's writings were forbidden, so the people wanted even more. Blums Schriften waren verboten und das Volk wollte mehr davon. In 1844, Im Jahr 1844, remember we had the quote from Ellen White, the nations are angry. wir erinnern uns an das Zitat von Schwester White, dass die Nationen zornig werden. We often know the internal aspect if we go through her writings, Wir kennen den internen Aspekt oft, wenn wir durch ihre Schriften gehen. but here we see now the external. Aber hier sehen wir nun das Externe. And in 1844, Im Jahre 1844 Bloom spends several times in jail war Blum öfters im Gefängnis because of the articles he was writing in the newspaper. wegen seinen Artikeln in den Zeitungen. So in this time period, something else was going around in Europe, Es ist noch was anderes, hat in Europa noch stattgefunden. and this was the industrialization, Und das war die Industrialisierung, which first took hold on in the UK very die strongly, begann ziemlich stark in den Vereinigten Königreich, which made the UK be ahead of pretty much the rest of Europe. was England dazu brachte, praktisch der Kopf vom Rest Europas zu sein. So Germany still made cloth material in the traditional way, Deutschland hat die Kleider immer noch traditionell hergestellt, while England used already the steam engine. während England bereits die Dampfmaschine hatte. So this caused that the economy in Germany was very down. Das hat dazu geführt, dass die deutsche Wirtschaft am Boden lag. So we see here the economy Wir sehen, die Wirtschaft, is bad. eine schlechte Wirtschaft. And I suggest that the economy is bad Die Wirtschaft war deshalb schlecht, is the condition you need weil das die Kondition ist, die man braucht, for you to have a revolution. um Revolutionen anzuzetteln. So as we get now in these revolutions, I see the pattern as following. Wenn wir nun in die Revolution einsteigen, sehe ich folgendes Muster. You need a problem Du brauchst ein Problem, in order to have a revolution, um eine Revolution zu haben. and you need a revolution Und du brauchst eine Revolution, in order to change the political system um das politische System zu verändern in the country. im Land. And this is what we're going to start to see over and over again. Und das sehen wir jetzt immer wieder.
We'll see that in 1848 as well as in 1989. Das sehen wir 1848, aber auch 1989. And so when we speak about today, I suggest that the same has to happen. Wenn wir über unsere heutige Zeit sprechen, muss das wieder gleich ablaufen. So through the bad condition of Germany, Durch die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland you had kids often die before they turned 5 years old. Sind die Kinder oft gestorben, noch bevor sie 5 Jahre alt waren. And the health conditions were really poor. Und die Lage der Gesundheitsversorgung war sehr schlecht. At that time in Germany, in that German territory, lived 37 million citizens. Im deutschen Territorium lebten 37 Millionen Einwohner. Now it's more than twice as much. Heute haben wir mehr als doppelt so viel. And 2/3 of those 37 millions lived on the countryside. 2/3 dieser 37 Millionen Menschen lebten auf dem Land. In this time period of this revolution, Und in der Zeit der Revolution about 740,000 people escaped to the United States. sind 740.000 740,000. in die Vereinigten Staaten ausgewandert. So if you only have 37 million, Wenn du nur 37 Millionen Menschen hast and almost 1 million, besides those who die, 1 million is escaping the country, neben denen, die gestorben sind, dann noch 1 Million in ein anderes Land auszieht, that's quite a large number. das ist dann eine große Zahl. What I suggest that this here is a refugee problem, Ich würde hier vorschlagen, dass es ein Flüchtlingsproblem ist. we should be interested in that because we have that today. Daran sollten wir interessiert haben, denn heute gibt es das Problem auch. And maybe that's the reason why, one of the reasons America has so much German influence in its roots. Vielleicht ist es einer der Gründe, warum der deutsche Einfluss in Amerika so groß ist. Yes. The German influence in America, right? Okay, so Robert Bloom, he has also the opportunity to leave the country and go to the States. Auch Robert Blum hatte die Möglichkeit, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. But he remains in order to continue his political ideas He remains where? in Germany. Er ist in Deutschland aber letztendlich geblieben, um seine politische Karriere fortzusetzen. So this condition of Germany gave the ground for populists all over the country to rise, to start to rise. Also das war der Boden, dass in Deutschland die Populisten überall aufkommen konnten. Especially in the year 1848. Besonders im Jahr 1848. But the main guy was Robert Bloom, so we're looking at him. Aber die Leitfigur war Robert Blum und wir schauen uns ihn genauer an. So from 1844, and I thought that was interesting, Von 1844 an till 1848, bis 1848 Robert Bloom, in order to gain more attraction in Germany, like that he would become more famous, hat Robert Blum, um in Deutschland berühmter zu werden, popularity, sorry, that's the correct dass word. er populärer würde, He joined the Catholic movement in Germany ist er der katholischen Bewegung in Deutschland beigetreten as a preacher. als ein Prediger. So there was a political Catholic movement starting in Germany. In Deutschland begann eine politische katholische Bewegung. And even though Robert Bloom didn't want to have much to do with this, Obwohl Robert Blum damit eigentlich nichts im Sinn hatte, he used this movement in Hat er- order to gain his own popularity. hat er diese Bewegung benutzt, um selber bekannter zu werden. But his politics was that he was against church and state relationship, Er war gegen die Verbindung von Kirche und Staat and he was against papal supremacy. und er war auch gegen die päpstliche Vorherrschaft. Yet though he used it Obwohl er diese benutzte, in order to gain um his own popularity. selber bekannter zu werden. So I thought that was interesting Ich dachte, es wäre interessant. because we've seen that with the other emperors beforehand. Wir haben das auch bei den anderen Kaisern vorher gesehen. Even though they were not maybe into religion, or they were, Auch wenn sie nicht eventuell religiös waren, they were reaching out to the Catholic help to make them haben Powerful. sie sich der katholischen
haben sie sich der katholischen Kirche angenähert, um ihre Hilfe zu bekommen. So I already said that Napoleon swept over Europe and spread the seed of revolution everywhere. Wir haben schon gesagt, Napoleon ist über Europa hinweggezogen und hat den Samen der Revolution überall ausgesät. So what was this seed? Was war nun dieser Same? So interesting is that my researchers have come up with that it's the metric system, Es ist das metrische System, the Napoleonic Code, der napoleonische Code and the Declaration of the Rights of Man. und die Verkündigung der Menschenrechte. So I think the metric system, I always love the metric system, especially compared to feet and inches. Way better. Ich liebe das metrische System, wenn man es mit Fuß und Inches vergleicht. However, if we look at that time, people were not unified in nothing. In dieser Zeit war das Volk in gar nichts vereint. Everyone has had his own systems, Jeder wollte sein eigenes System his haben, own currencies, seine eigene Währung, his own rules, sort of. eigene Regeln. What is Napoleon doing? Was macht Napoleon nun? He's unifying, making everything vereint. the same. Er macht alles gleich. And of course, we spoke a little bit about the Napoleonic Code already. Wir haben den napoleonischen Code schon etwas And I'm betrachtet not sure what Napoleon is saying in the Declaration of the Rights of Man. und ich bin mir nicht so sicher, was Napoleon über die Menschenrechte sagt. Go ahead. Do you know more? What is the metric system? Was Oh, ist das metrische it's System? Millimeters, centimeters, Millimeter, Zentimeter. kilometer. Oh. Meter, Kilometer. This was You live in actually the metric system. yes. Wir leben hier Praise im God. metrischen System. Just kidding. Actually, the metric system, if I'm correct, A metric Metrik. or matrix? I think it Not was in matrix. the. Okay, the metric system came in 1799 during the French Revolution. Das metrische System wurde 1799 während der Französischen Revolution eingeführt. And I think they wanted to measure something from the territory in Spain till Paris or something. Sie if I wollten remember irgendwas correctly. vermessen von Nordspanien bis Paris. Yeah. And interesting is the first meter is not a meter long. Interessant ist auch, dass der erste Meter nicht dem heutigen Meter entspricht. Somewhere in France, you have the first ruler, which was supposed to be a meter, and if you calculate now today, it's not quite a meter. In Frankreich gab es den ersten Meterstab und wenn man den mit dem heutigen vergleicht, dann ist es nicht genau 1 Meter. By the way, we all consider Napoleon to be such a great man, Wir alle sprechen ja von Napoleon als einem großen Mann, but about 1 million Frenchmen died during the Napoleonic Wars. aber ungefähr 1 Million Franzosen starben während der französischen napoleonischen Kriege. So that's just the French, not the Austrians, Das the Germans, the sind Russians, or nur die Franzosen, Sweden. nicht die Österreicher, Preußen, Russen, Schweden. So, however, when 1815, when Napoleon was defeated in Waterloo, Als Napoleon im Jahr 1815 in Waterloo geschlagen wurde, the Bourbon monarchy was restored. wurde die Bourbon-Monarchie wiederhergestellt. So those were I think King Louis, the one who was killed in the French Revolution, he was from the Bourbon monarchy. Bourbon. Ich glaube, König Ludwig war von der Bourbon. So Monarchie. they were dethroned in the French Revolution, but after Napoleon they were reinstituted. In der Französischen Revolution Reestablished. wurden sie abgesetzt, aber hinterher haben sie wieder eine Rolle gespielt. But with new constitutional limitations, of course. Aber mit neuen Bedingungen. Neuen Limitationen von der Verfassung. So, interesting is, Ich hätte noch eine andere Es ist Frage. interessant. Wenn der Blum überall rumgereist ist, haben wir denn da seine Zeitschriftenartikel angenommen? she's In asking when. jedem Land oder No, hat's da this auch was eine- das war weitgehend in Deutschland. Ach, in Deutschland. So she's asking when Bloom was spreading his articles and everything, were they accepted in every country? And I said it was in Germany mostly. So, but yes, they were Only accepted. in Germany, not in the other countries. Yeah, but Germany concluded of the big portion of Europe. Aha. Aber Deutschland bestand aus, also Deutschland machte den größten Teil Europas aus. However, so the Bourbon Bourbon.
family gonna. This is a interesting family because it's going to come up in the First World War again. Diese Bourbon-Familie ist deswegen interessant, weil sie im Ersten Weltkrieg wieder eine Rolle spielt. So, but the thing is with the French is that they like revolutions. Die Französen mögen anscheinend Revolutionen. So you had another revolution, Es and gab eine andere, this family was dethroned, and then you have which is wo- called the July Revolution, and then you have another July monarchy. es gab eine Revolution, wo jene Familie abgesetzt wurde und dann noch eine Revolution im Juli. So, and what happens now, and this is where we're going to end now because time is up. Und was geschah? In 1848, this July monarchy Im Jahre 1848 hatte die Juli-Monarchie, is dethroned by the February Revolution. wurde diese Monarchie von der Februarrevolution You guys have so many revolutions, you count them just by the month. abgesetzt. Like, go ahead, And now we have the the yellow yellow jacket. jackets rule. Und jetzt gibt es die Gelbwesten-Revolution. And you have the revolution to end the revolution. And now we have the counter-revolution. Und es gibt nun auch Gegenreformationen. Okay, so we'll look at that more closely tomorrow on. Wir werden uns das morgen genauer anschauen. But in 1848, you have now the French Revolution again. Aber im Jahre 1848 gibt es wieder eine französische Revolution. And this will spark the revolution within German territory. Und das zündet die Revolution im deutschen Territorium an. Okay, if somebody wants to look up the Treaty of Titzals or something, that would be interesting. Was ich nicht verstanden habe, was war jetzt der Grund, warum er gestorben ist? Also warum er getötet wurde? She's asking the reason why he was killed. We're not even there yet. Dort sind wir noch gar nicht. Deutschland oder wo? Thought I missed something. Did you just wake up and you're like, oh, I missed the end? Bist du jetzt aufgewacht und hast das Ende verpasst? You can pray for closing, Mom. Bitte bete zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Betrachtung, die wir haben konnten. Und ich danke dir, dass wir Geschichte mitverfolgen können, um weitere Ergebnisse zu erzielen. Danke dir, Vater, dass du den Tag über mit uns bist. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du mit jedem Einzelnen von uns gehst, dass wir lernen, dein Wort zu verfolgen und dass wir lernen, dich von Herzen zu lieben. Im Namen Jesu. Amen.